Ich habe viel zu viel Exemplare auf dem Handout gemacht. Wenn Sie 2 oder 3 möchten, bitte schön. Ja, danke. Das letzte Jahrzehnt war Zeuge einer Wiederauferstehung des Interesses an der italienischen Partimento-Tradition. Dies liegt teilweise an der Anerkennung, dass Partimenti wirksame Werkzeuge für die Vermittlung musiktheoretischer Ideen sind, weil sie eine aktive, kreative Teilnahme der Studierenden verlangen. Obwohl sich eine Flut neuer Recherche über die Theorie, Quellen und Geschichte Partimenti gezeigt hat, haben Partimenti nur langsam die alltäglichen Lehrpläne an den Hochschulen erreicht. Die pädagogische Durchführung von Partimenti wird aus 2 Hinsichten verhindert. Erstens sind die meisten Übungen zu schwierig für Studentinnen und Studenten, die Klavier nicht als Hauptfach haben. Zweitens ist das Einsetzen von Partimenti in geschriebenen Kontrapunktunterricht problematisch. In diesem Vortrag werde ich eine Methode vorstellen, die diese Hindernisse überwinden soll. Auf der einen Seite werden Partimenti in teilweise vollständigen Form benutzt und am Ende durch eine mögliche Lösung ergänzt. Auf der anderen Seite werden in 2 Stilen Generalbass-Realisierungen verwendet. Eine akkordorientierte Lösung und eine kontrapunktisch orientierte Lösung. Erstere eignet sich für Studierende ohne Hauptfach Klavier, während letztere besonders für die geschriebene Ausarbeitung geeignet ist. Die Darstellung beider Realisierungen übereinander auf der gleichen Seite verdeutlicht visuell das Wechselverhältnis zwischen Verzierung und Reduktion. Solche Übungen werden als PDF und Musik-XML-Dateien online zur Verfügung gestellt. Wir werden diese Methode im Kontext von Fedeli Fennerolis erstem Buch der Partimenti näher erkunden. Ich habe diese Sammlung ausgewählt, weil die Übungen relativ einfach, kurz und immer beziffert sind, was sie besonders passend für Anfänger macht. Insgesamt gibt es 16 Partimenti in Fennerolis erstem Buch. Jedes wird in meiner Methode auf 3 Arten präsentiert: leer oder ohne jegliche Realisierung, teilweise realisiert und vollständig realisiert. Beispiel 1 zeigt die erstere leere Art. Jeder dieser Versionen wird auf 2 Arten präsentiert. Die untere Notenzeile enthält Fennerolis originalen Bass. Vorschläge von mir sind in die Kammer. Da dieser Bass zu schwierig für viele Studierende ist, zeigt die obere Notenzeile eine vereinfachte Version, die Durchgänge und Arpeggien entfernt. Diese leere Version ohne jegliche Realisierung ist aber für Schüler gemeint, die schon Erfahrung mit Partimenti haben. Studierende mit weniger Erfahrung sollten zuerst mit Beispiel 2 anfangen, was die zweite Art dieser Methode zeigt. Dies ergänzt das gleiche Partimento wie in Beispiel 1 mit einer unvollständigen Realisierung, die einige Lücken dabei lässt. Die beiden Bässe bleiben aber unverändert, genau wie in Beispiel 1. Der vereinfachte Bass in der oberen Notenzeile benutzt einen akkordorientierten, homophonen, vielstimmigen Stil der Realisierung. Dies ist leicht genug, dass Studierende ohne viel Erfahrung mit dem Klavier immer noch mitspielen können. Fennerolis originale Bass in der unteren Notenzeile benutzt jedoch einen kontrapunktisch orientierten, verzierten, dreistimmigen Triosatz. Da dieser Stil schwieriger zu spielen ist, könnte man ihn besser im geschriebenen Kontrapunktunterricht anwenden. Andernfalls könnte der Lehrer nur verlangen, dass Studierende, die mehr Erfahrung mit Klavier haben, solche Übungen spielen. Wie schon erwähnt, sind Lücken in beiden Lösungen gelassen. Die obere Zeile fängt mit dem vollständigen vierstimmigen Satz an, macht weiter mit ruhigen Außenstimmen und gibt eventuell nur den Bass an. Studierende sollen weitermachen mit 3 Stimmen in der rechten Hand. Alle paar Takte wird ein Referenzakkord angegeben, um sicherzustellen, dass die Realisierungen nicht vom richtigen Weg abgehen. Zum Beispiel die beiden Akkorde im Takt 13 beruhigen Studierenden, dass solche Sprünge nach einer Kadenz, das heißt Zwischenphrasen, erlaubt sind. Idealerweise würden Schüler
Schüler ihre Lösungen erst im Klavier als quasi Improvisation ausprobieren. Nachher könnte dann die beste Realisierung entweder aufgeschrieben oder auswendig gelernt werden. Die unteren Notenzeilen in Beispiel 2 fängt mit einem vollständigen Triosatz an, lässt aber nach Takt 7 viele Lücken. Die Aufgabe der Realisierung wird durch die Buchstaben X, Y, A und B viel einfacher gemacht. Diese Buchstaben führen das Thema doppelter Kontrapunkt ein. Die erste Note jeder Phrase wird immer angegeben. Studierende müssten lediglich die vorherige Phrase transponieren. Diese Methode, den doppelten Kontrapunkt zu erklären, hat zwei Vorteile. Erstens ist sie musikalischer als die üblichen Tabellen, die Intervallumkehrungen auflisten. Zweitens vermeidet diese Vorgehensweise das Problem, dass Quinten zu Quarten umkehren, weil der Bass vom doppelten Kontrapunkt immer ausgelassen wird. Das heißt, es sind immer nur die beiden Oberstimmen, die vertauscht worden sind, sodass keine Quart-Sechstel-Chorde entstehen. Natürlich werden parallele Quarten immer noch zu Quintparallelen umkehren, aber dies kann oft mit einer verminderten Quinte gebildet werden. Solch eine Vereinfachung macht die Einführung des Themas doppelter Kontrapunkt reibungsloser als sonst. Fenarollis Partimenti beinhalten sehr viele transponierte Basspassagen. Die unvollständige Version zeigt den Studierenden, dass der doppelte Kontrapunkt eine ideale Lösung solcher Passagen darstellt, weil er Einheit und Vielfalt auf eine elegante Weise ausgleicht. Die dritte Version, eine Partimento zu geben, ist eine vollständige Lösung, wie in Beispiel 3 angezeigt wird. Wir werden erstmal die einfache Realisierung in der oberen Zeile anhören. Diese Lösung betont die flüssige Stimmführung eines immer vierstimmigen Satzes. Die Referenzakkorde, die ab und zu in Beispiel 2 angegeben wurden, schränken Studierende ein, so dass eine andere Lösung kaum möglich ist. Ziel dieser Akkorde ist die Vereinfachung der Aufgabe und des Korrigierens. Aber bevor Studierende überhaupt anfangen, eine Lösung zu finden, sollten sie erst die Barstufen analysieren. Obwohl dies pedantisch scheinen mag, ist es nötig, um Studierende aufmerksam zu machen, welche Passagen sich in anderen Tonarten wiederholen. Diese Passagen können und am Anfang sollten sequenziell realisiert werden, was die ganze Aufgabe eigentlich einfacher macht, weil es weniger Möglichkeiten gibt. Wie Sie sehen können, besteht Beispiel 3 fast nur aus solchen Passagen. Nun spreche ich den kontrapunktischen Triosatz in der unteren Zeile der Beispiel 3 an. Gleich wie der homophone vierstimmige Satz wird diese fixierte Version mit Hilfe vieler Sequenzen vervollständigt. Paare von Stimmen, die getauscht werden, sind mit den Buchstaben X, Y und A, B angezeigt. Ich habe versucht, 2 Motive am Anfang zu etablieren und diese in Abschnitt B weiterzuführen. Noch besser wäre aber, wenn diese Motive aus dem Bass selbst entnommen wären. Besonders clever von Fenaroli ist die Ellipse in Takt 16, die den Übergang zurück zum Abschnitt E, A anschließt. Lassen Sie uns dies jetzt anhören.
Triosatz ist für Studierende, die Klavier nicht als Hauptfach haben, wahrscheinlich zu schwierig zu spielen. Aber solche Studenten sind nicht von einem aktiven Zusammenspiel mit der Musik ausgeschlossen, weil sie mindestens die homophone Version immer noch spielen können. Die Darstellung der beiden Versionen direkt übereinander hilft wesentlich dabei, das Wechselverhältnis zwischen Verzierung und Reduktion zu verdeutlichen. Um diesen Punkt noch klarer zu machen, könnte ein kleines Konzert aufgeführt werden, in dem die homophone Version als Generalbassbegleitung des Triosatzes benutzt wird. Das Trio würde dabei das Kammerensemble von Mitgliedern der Klasse vorgespielt, vielleicht mit Flöte, Geige und Cello oder etwas Ähnliches. Ziel dieser Methode ist aber nicht, dass Studierende nur meine teilweise kompletten Versionen vervollständigen. Nach einer bestimmten Zeit, die für jeden Student abweichen wird, sollten eventuell die leere Version benutzt werden und einige eigene Realisierungen komponiert werden. Ich schlage vor, dass die 16 Partimenti in Fennerbordis ersten Buch ideal für das erste Semester wären, mehr oder weniger eine Aufgabe pro Woche. Man könnte die vollständigen Versionen der ersten 2 Partimenti als Beispiel benutzen, danach würde man Partimenti 3 bis gegen 8 und ihre teilweise vollständigen Versionen benutzen. Eventuell würde man die leere Partimenti in ihrer originalen Form benutzen, was die meisten Kreativität von Studierenden verlangt. Was hat das alles mit Technologie, insbesondere Klavier, zu tun? Wie gesagt, habe ich schon Fennerbordis ganzes erstes Buch auf diese Weise bearbeitet. Die PDF davon sind auf meiner persönlichen Seite frei zugänglich. Die genaue Netzadresse finden Sie am Ende des Handouts nach Beispiel 4, das nur als weiteres Beispiel ohne Kommentar angegeben wird. Glarien kann während des Semesters sehr hilfreich bei der Organisation dieses Materials sein. Zum Beispiel, man könnte Glarien programmieren, sodass jede Woche ein neues Partimento automatisch freigeschaltet wird. Ein paar Tage vor dem nächsten Treffen könnte auch die Lösung freigeschaltet werden, sodass Studierende ihre Aufgaben selbst korrigieren könnten oder wenigstens zum Unterricht mit vorbereiteten Fragen kommen könnten. Ich habe auch Sibelius und Musik XML-Dateien auf meiner Seite gepostet. Studentinnen und Studenten könnten ihre Realisierungen mit Hilfe eines Notationsprogramms wie Sibelius Finale oder das kostenlose MuseScore abarbeiten und das PDF davon auf Glarien hochladen. Das PDF wäre dann überall für den Unterricht, die Korrektur und das Aufzeichnen der Erfolge zugänglich. Das Nutzen eines Notationsprogramms ist hilfreich, indem das Programm die Musik direkt abspielen kann. Dies besteht aber auch die Gefahr, dass Studierende niemals ihre Lösungen auf dem Klavier spielen. Das endgültige Produkt ist aber sicherlich lesbarer und ich bin sowieso der Meinung, dass Studierende auf jeden Fall im Laufe des Studiums irgendein Notationsprogramm erlernen sollten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass diese Methode nützlich für Ihren eigenen Unterricht ist. Danke.